In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man mit MQL5 einen Expert Advisor erstellen kann, der in der Lage ist, für den RSI unterschiedliche Zeitrahmen zu berechnen. Wir haben hier den Wert für die aktuelle Zeiteinheit, für 30 und für 60 Minuten. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Multi-RSI, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen können weg. Wir starten hier oben mit dem Include-Befehl. Damit importieren wir uns die Datei trade.mqh. Die ist Bestandteil von MQL5 und stellt uns vereinfachte Handelsfunktionen bereit. Dazu erstellen wir uns eine Instanz von der Klasse cTrade. Die bekommt den Namen Trade und wir werden sie später benutzen, um damit Positionen zu eröffnen. Innerhalb der OnTick-Funktion berechnen wir uns den Ask und den Bitpreis. Das macht die Funktion SymbolInfoDouble für das aktuelle Symbol, also das Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen Symbol-Ask für den Ask-Preis bzw. Symbol-Bit für den Bitpreis. Und mit NormalizeDouble und _Digits stellen wir sicher, dass die Anzahl der Stellen hinter dem Punkt für das jeweilige Währungspaar korrekt angezeigt werden. Je nach Währung können das 3 oder 5 Nachkommastellen sein. Danach erstellen wir eine String-Variable mit dem Namen Signal. Die bekommt hier noch keinen Wert, denn den möchten wir jetzt ermitteln. Dazu erstellen wir zunächst einmal 3 Arrays für das aktuelle, das 30-Minuten-Chart und das 60-Minuten-Chart. Fangen wir mit dem aktuellen Zeitfenster an. Die Funktion iRSI ist in MQL5 enthalten und wir übergeben hier als Parameter das aktuelle Währungspaar, die aktuell auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir möchten gerne den Wert für 14 Kerzen aufgrund der Schlusskurse berechnen lassen. Danach verwenden wir ArraySetAsSeries, um unser Array für die aktuellen Werte von der aktuellen Kerze an abwärts zu sortieren. Jetzt können wir es mit CopyBuffer füllen, und zwar anhand der Definition, die wir oben getroffen haben, für Puffer 0 von der aktuellen Kerze, das ist die Kerze 0. Wir kopieren uns die Werte für 3 Kerzen und speichern sie in unserem Array. Und um den aktuellen Wert zu berechnen, holen wir uns einfach für die aktuelle Kerze 0 den Wert aus unserem Array und mit NormalizeDouble und dieser 2 hier schneiden wir das Ganze auf 2 Nachkommastellen ab, denn das ist auch die Darstellung, die wir hier im Oszillator sehen. Damit hätten wir jetzt also den Wert für das aktuelle Chart. Und um den Wert für die 30 Minuten zu berechnen, machen wir quasi dasselbe noch einmal. Die Variable heißt natürlich anders. Und wir nutzen hier die eingebaute iRSI-Funktion und übergeben statt _period diesen Wert. Period_M30. Wenn man den markiert und die F1-Taste drückt, dann sieht man, dass für so ziemlich jede denkbare Chartperiode hier die entsprechenden Werte zur Verfügung stehen. Period M30 steht für 30 Minuten, Period H1 steht für 1 Stunde und so weiter. Wir hätten das gerne für 30 Minuten. Auch hier sortieren wir unser Array, nutzen dann CopyBuffer, um anhand der hier oben getroffenen Definition unser Array mit Werten zu füllen. Und um den 30-Minuten-Wert zu ermitteln, greifen wir auch wieder auf die aktuelle Kerze 0 in unserem Array zu. Die Berechnung für 60 Minuten ist jetzt keine Überraschung mehr. Vom Prinzip wiederholt sich alles, nur dass wir diesmal für 60 Minuten den Wert Period_H1 benutzen
Und auch hier greifen wir auf die aktuelle Kerze 0 in unserem Array zu, um den Wert zu ermitteln. Da wir ja alle Signale miteinander kombinieren möchten, prüfen wir jetzt, ob für jeden unserer 3 ermittelten Werte der Wert größer ist als 70. Das wäre der Fall, wenn diese Signallinie hier unten oberhalb der gestrichelten Linie im Oszillator liegt. Und wenn das der Fall ist, dann möchten wir verkaufen. Deswegen weisen wir dann unserer Signalvariable den Wert Cell zu. Im anderen Fall, wenn alle 3 Werte kleiner sind als 30, das würde bedeuten, die Signallinie liegt unterhalb der unteren gestrichelten Linie. Und in dem Fall möchten wir verkaufen und dann weisen wir den Begriff by unserer Signalvariable zu. Wenn wir jetzt einen Signalwert zum Verkaufen haben, prüfen wir, ob der Rückgabewert der Funktion PositionsTotal kleiner ist als 1. Das würde nämlich bedeuten, wir haben keine offene Position, ein Verkaufssignal und dann nutzen wir Trade.Sell, um 10 Mikrolot zu verkaufen. Andersherum, wenn unser Signal den Wert by hat und wir ebenfalls keine geöffnete Position haben, dann nutzen wir Trade.Buy, um 10 Mikrolot zu kaufen. Zum Schluss erstellen wir uns noch eine Chart-Ausgabe. Das geht mit dem Command-Befehl. Der soll uns hier die einzelnen Werte für die jeweiligen Zeitfenster anzeigen, gefolgt von dem ermittelten Signal. Und das war's auch soweit. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was alle diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht vorher noch die Videos aus dieser Grundlagenserie anschauen. Oder eventuell ist auch der Premium-Kurs auf unserer Webseite interessant für Sie. Für den Moment klicken wir hier auf Kompilieren. Das sollte ohne Fehler funktionieren und wenn das bei Ihnen auch der Fall ist, dann klicken Sie bitte hier oben oder drücken Sie die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader nehme ich ein neues Chart. Danach klicken wir auf Einfügen, Indikatoren, Oszillatoren, Relative Strength Index. Die Standardwerte können wir hier so übernehmen. Wir möchten 14 Kerzen. Die Berechnung soll anhand des Schlusskurses erfolgen. Also klicken wir hier auf OK. Und dann wird uns hier unten der Oszillator angezeigt. Und im Anschluss suche ich mir hier die neu erstellte Datei Simpler Multi-RSI heraus und ziehe sie auf das Chart von meinem Demokonto, bestätige mit OK. Und dann kann man sehen, dass hier oben die Werte bereits berechnet werden. Der Wert für das aktuelle Chart sollte übereinstimmen mit dem, was hier unten der Oszillatorwert anzeigt. Jetzt wechseln wir mal das Zeitfenster auf 30 Minuten. Und jetzt sollten der mittlere Wert und der Oszillatorwert übereinstimmen. Das ist in meinem Fall korrekt. Und für die Stunde ist dann der dritte Wert, den wir hier sehen, identisch mit dem Wert aus dem RSI-Indikator hier unten. Natürlich kann man jetzt auch auf Ansicht Strategietester klicken und hier für die neu erstellte Datei einen Strategietest starten. Da werden auch Positionen eröffnet. Es ist allerdings hier schwer herauszufinden, ob die ermittelten Werte korrekt sind. Darum mache ich das hier auf dem Demokonto im Echtzeitbetrieb. Und im Strategietester kann man sehen, dass unser Expert Advisor funktioniert wie gewünscht. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für den RSI-Oszillator unterschiedliche Zeiteinheiten ermitteln und als Einstiegssignal nutzen können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.